Hoch über der Ruhr, im südwestlichen Teil der Stadt Wetter an der Ruhr, liegt die Burgruine Vollmarstein. Ihre wenigen Überreste wachen noch immer über die Wege, die seit Jahrhunderten durch das Tal führen. Von hier aus lässt sich das Land weit überblicken. Wer diesen Ort beherrschte, konnte gut beobachten, wer kam, wer blieb und wer besser nie hätte auftauchen sollen. Es gibt eine Geschichte, die sich an den Wegen unterhalb der Burg festgesetzt hat. Dort, wo der Wald dichter wird und der Blick nicht mehr weit trägt. Hier wird von einem Ritter erzählt, der seine Macht ausnutzte, der wilde Junker. Willkommen bei Stein und Schatten. Ich bin Alex und ich erzähle dir fast vergessene Geschichten, die zwischen alten Wegen und den Schatten vergangener Zeiten weiterleben. Abonniere den Kanal, wenn du keine dieser Geschichten verpassen willst. Der wilde Junker war kein Herrscher, dessen Macht sich über große Ländereien erstreckte. Doch das, was er besaß, reichte aus, um im Ort und den umliegenden Gebieten gefürchtet zu werden. Er machte sich einen Namen, den man nicht laut aussprach. Seine Gier nach allem, was Reichtum und Ansehen versprach, verfinsterte seine Gedanken und ließ ihn zu einem Mann werden, den man mied, sofern sich die Möglichkeit bot. Einige Händler, die durch das Ruhrtal zogen, gerieten in seine Gewalt. Er ließ sie ausrauben oder festsetzen und nur selten fand jemand den Weg zurück in die Freiheit. Denn wer verschwand, konnte nicht von den Gräueltaten des Junkers berichten und so blieb das, was im Tal geschah, lange im Verborgenen. Die Burg hoch über Wetter war einst ein Ort, der Schutz versprach, doch sie wurde unter seiner Hand zu einem Symbol der Gefahr. Vollmarsteins Schatten ragten finster über die Region. Die Wälder unterhalb der Mauern verwandelten sich in Todesfallen, die man nur durchquerte, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Eine Weile konnte sich im Dorf von Wetter niemand erklären, weshalb einige Händler und Fahrende nicht ankamen oder lang ersehnte Lieferungen ausblieben. Auf den Märkten wurde getuschelt. In den Gassen verbreiteten sich Gerüchte, dass es am Junker gelegen sei. Denn es gingen vor allem jene verloren, die unterhalb der Burg Vollmarstein entlang der Ruhr die Ländereien durchqueren mussten. Eines Tages ritt der Junker mit seinem Knecht aus. Sie nahmen den Weg unterhalb der Burg, der sich schmal zwischen Bäumen hindurchzog und an manchen Stellen so unübersichtlich wurde, dass man erst im letzten Moment erkennen konnte, was vor einem lag. Der Knecht folgte ihm schweigend, so wie es ihm geheißen war. Er horchte, spähte und achtete mit großer Aufmerksamkeit auf den Wald, in dem sich Geräusche anders verhielten als auf freiem Feld. Als der Junker plötzlich anhielt, war es kein Hindernis auf dem Weg, das ihn zögern ließ. Er glaubte, etwas am Rand des Pfades zu sehen. »Schau dort«, zeigte er und deutete zwischen die Bäume. Dort glaubte er eine Gestalt zu sehen. Der Knecht kniff die Augen zusammen, doch er vermochte nicht zu erkennen, dass dem entsprach, was der Junker sah. Der Junker selbst meinte, die Umrisse eines Bettlers erkannt zu haben. Eine jener Gestalten, die man in den Wäldern antraf, wo sie sich im Verborgenen hielten und sich ihrer Armut schämten. Die Figur stand reglos, ohne jede Bewegung. Nichts an ihr veränderte sich. Doch des Junkers Augen fanden keinen festen Halt an der Figur, sodass sie aus seinem Blick geriet. War es bloß ein Spiel aus Licht und Schatten? Der Junker blinzelte. Er rieb sich die Augen, schüttelte den Gedanken daran ab und setzte seinen Weg fort. Als sie das nächste Mal an der Stelle entlang kam, hatte der Junker die Gestalt wiedererkannt. Diesmal stand sie näher am Weg, deutlicher, nicht mehr am Rand der Wahrnehmung, sondern dort, wo sie nicht übersehen werden konnte. Der Junker rief ihr zu, sie solle sich zu erkennen geben, doch die Figur stand einfach dort. Nervös und in wachsender Wut im Angesicht dieser Respektlosigkeit forderte der Junker eine Antwort, doch es kam keine. Die Gestalt blieb unverändert stehen, als würde sie ihn nicht wahrnehmen, beinahe so, als würde sie zwischen zwei Welten existieren. Und wieder verschwand sie. Von diesem Moment an war klar, dass es sich nicht um eine Täuschung handelte.
Denn auch der Knecht hatte sie diesmal gesehen. Nur wenige Tage später ritten sie ein weiteres Mal an der Stelle vorbei. Die Figur war zunächst nicht zu sehen, doch das Pferd des Junkers wurde unruhig. Es weigerte sich weiterzugehen und hob den Kopf, als würde es etwas wahrnehmen, das sich nicht greifen ließ. Der Junker reagierte, wie er es immer tat, wenn ihm etwas entgegentrat, das sich seiner Kontrolle entzog. Er zog sein Schwert und stieß warnende Rufe aus. Er hieb vor sich ins Leere, als glaubte er, etwas Unsichtbares vertreiben zu können. Doch der Hieb traf nichts. Im selben Moment verlor das Pferd die Ruhe, bäumte sich auf und warf ihn ab. Der Knecht wollte es halten, verfing sich am Zügel und wurde in den Wald hineingerissen. Der Junker war nun allein. Er blickte vor sich auf die Stelle, vor der sich sein Pferd scheute. Der Junker kehrte nicht zur Burg zurück. Man begann nach ihm zu suchen. Vor allem an der Stelle, die der Knecht beschrieben hatte. Viele verdächtigten den Knecht indes, ein Verbrechen begangen zu haben. Denn er war der Letzte, der den Junker lebend gesehen hatte. Und jeder wusste, dass er unter seiner Leibeigenschaft gelitten hatte. Schließlich fand man den Junker abseits des Pfades, tief im Wald, wo sich die Wege verlieren und längst vergessene Pfade überwuchert waren. Sein Körper lag zwischen den Bäumen, reglos und still, doch ohne Kopf. Denn der Kopf war in einer Astgabel gefangen, der Körper darunter war fürchterlich verdreht. Etwas musste mit unmenschlicher Kraft an ihm gerissen haben. Die Augen waren noch weit aufgerissen und starrten in die Leere. Niemand konnte sagen, was dem Junker begegnet war. Es gab keine Spur, keine Spuren eines Kampfes. Lediglich seine jämmerlichen Überreste und jede Menge Blut. Der Knecht sprach nie wieder über das Geschehene. Aus der Burg Vollmerstein konnten keine Überlieferungen geborgen werden, die Erklärungen für den Tod des grausamen Junkers hätten bieten können. Heute liegt Wetter ruhig zwischen Ruhrtal und bewaldeten Höhenzügen. Eine Stadt mit rund 28.000 Einwohnern, die, wie viele Orte in dieser Region, vom stetigen Wandel geprägt wurde. Mit der Industrialisierung veränderte sich das Leben entlang der Ruhr grundlegend. Aus stillen Wegen wurden Verkehrsadern, aus vereinzelten Siedlungen wuchsen Orte, die von Arbeit, Handel und Bewegung lebten. Auch Wetter profitierte von dieser Entwicklung, sowie viele Städte, die sich entlang des Flusses ausbreiteten. Zwischen neueren Gebäuden stehen noch immer alte Fachwerkhäuser. Es gibt enge Gassen und Wege zu entdecken, die sich ihren Verlauf über Jahrhunderte bewahrt hatten. Wer durch die Altstadt spaziert oder die Hänge hinaufsteigt, bewegt sich nicht nur durch eine gewachsene Stadt, sondern auch durch eine Landschaft, in der sich Geschichten festgesetzt haben. Die Wege unterhalb der Burgruine Vollmerstein werden noch immer begangen. Wandernde folgen ihnen, so wie es zahllose Menschen lange vor ihnen getan haben. Man kann hier heute gefahrenlos unterwegs sein. Man kann die Ruhe genießen, die Aussicht, die Wälder, die stummen Monumente unserer Vorfahren. Doch wer sich darauf einlässt, wird auch spüren, dass an manchen Wegen Blut haftet.